Oh, guck mal, hier haben wir noch was. Nicht? Hätte ich jetzt gedacht. Okay. Looks like we found our mermaid. Who are these men in the picture? Oh ja, im Hintergrund. My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Hopgood. Aber der Scheck für die $20.000, der ging an Lorna Hopgood, ne? Oder? Jo. Okay. Jetzt wird's interessant. Those men. I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Ja, natürlich. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Ja, sie hat eigentlich gerade auch nicht wirklich einen Grund, uns diesbezüglich anzulügen, ne? Gerade wenn sie der Meinung ist, ihr Mann ist vielleicht in Gefahr. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Ex-Frau. Are you sure? Aha. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Looking at locations, ja. Mhm. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, Detective. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. And you think that's okay? I was 16 when I first met him. I thought he was a genius, a magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. Ja, soweit waren wir ja auch schon. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, Detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Wie Sie meinen? Ja, nee, nicht von hier. Von hier telefoniere ich nicht, dann hört die das ja. Das machen wir unten.
An aging movie star, a wannabe starlet, and a movie producer's wife. They're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Nee, warte mal, da ist der Ausgang. Bekowsky, du stehst im Weg. Das ist nicht der Ausgang. Oder doch, da ist der Ausgang. Aber wir haben hier unten auch noch ein Telefon, oder? Da. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thank you. Tja, haben wir unser nächstes Ziel, würde ich mal sagen. Können wir versuchen herauszufinden, ob der Schrumpfkopf von da kommt. Aber ich bin mir tatsächlich gerade nicht mehr sicher, ob ich durch diese ganzen Personen noch durchsteige. Also, die June Ballard. June Ballard, das ist die McAfee, ne? Die ist mit dem verheiratet, aber die benutzt ihren Mädchennamen. Jessica Hamilton ist das Opfer. Die Bishops, also Mark Bishop ist der Producer. Marlon Hopgood, das ist der mit dem Props-Geschäft. Und seine Ex-Frau kriegt Geld. Der lasst mich nicht raus. Ich werde gegen meinen Willen festgehalten. Hilfe! Ist ja schon gut, ich gehe ja da raus. Also ja, die Vermutung liegt nahe, dass die Hamilton mehr oder weniger dem Wolf zum Fraß vorgeworfen wurde hier. Aber was hat Hopgood damit zu tun? Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those Hatchet Man redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McAfee. Ich warte aber immer noch auf potenzielle Street Crimes. Wir können noch auf die Karte gucken. Aber da scheint immer noch nichts zu sein. Okay. Vielleicht haben mich meine Recherchen ja auch in die Irre geführt und es gibt gar keine 12 Street Crimes, die wir jetzt lösen können. Sondern tatsächlich 10 pro Schreibtisch. Das würde ja auf eine gewisse Weise auch Sinn machen. Aber ich fahre heute mal selber durch die Gegend. Statt dass wir unseren Partner fahren lassen. Dann müssen wir es nämlich in Sicherheit. Weil wir im Zweifelsfall den Notruf erhalten sollten dann, ne? So, aber ich verstehe nicht, warum wir nicht auch zum Filmset fahren können, statt zum Props-Geschäft. Ich meine, ich hätte mir trotzdem das Props-Geschäft zuerst angeguckt, aber sie hat doch gesagt, ihr Mann Bishop, der Mark Bishop, ist am Filmset, ne? Ich glaube, hier müssen wir einmal um den Block. Oh, oder auch nicht.
Na, auf geht's. Wir werden sofort von einem großen Bären begrüßt. Der Witz ist aber... Der ist jetzt auch schon etwas älter, ne? Guten Tag. Phelps and Bekowsky, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Ein Satz, den June am Telefon gesagt hat, der ist mir durchaus in Erinnerung geblieben. Halt, warte mal. Ach, das ist ein Kissen. Ich dachte, da liegt eine Zeitung. So, you coming? So, you coming? Ja, ja, der Bekowsky stand mir gerade wieder direkt im Weg. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Okay, dann gucken wir mal. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. One-way mirrors. There's a room on the other side. Mit einer Kamera. Ja, ich wollte nämlich gerade schon sagen, am Telefon hat die June was gesagt von, ja, ich habe das Video gekriegt. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Ja, ich glaube aber, wir sind hier noch nicht fertig. Ach, guck mal da. Ein Schrumpfkopf und der andere fehlt. Nee, das ist umgekippt. Okay, aber das sind doch die gleichen. So. Oho, oh, jetzt wird's aber, Freundchen. Chloralhydrat-Tabletten. Giftig. Für Gegenmittel sofort Arztverständigung. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Da liegt noch so ein ekelhafter Kopf. Ich gehe davon aus, dass wir hier irgendwo auch einen finden. Der fehlt. Okay, da scheint ja nicht mehr zu sein. Ich könnte mit ihm sprechen. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop was doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. Das ist gelogen. Shit. Oh shit. Warte, ich muss noch mal. Ja, wo ist denn? Was hat er gesagt? Warner Brothers. Bishop als Studio arbeitet dann schon mal mit jetzt gesehen. Ich arbeite an seinem neuen Film mit, aber alles noch in der Planung. Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. I know you're lying, Hopgood.
Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant, and now you start throwing your weight around? Der Beweis für Missbrauch? Oder hier die Erpressung. Ich weiß es nicht. You should get your facts straight before you come in here and start shooting off that mouth of yours. Das ist jetzt ekelhaft. I have some friends in the LAPD, so I won't be leaned on. Das ist jetzt gerade richtig, richtig ekelhaft. Ah, shit, ey. Da hatte ich gerade, da war ich zu schnell. Da war ich einfach viel zu schnell. Ich hätte mich erst umsehen sollen. Scheiße, ey. Oh, ist das ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Da sehe ich erstmal eine Zeitung. Drogenflut auf der Straße, Polizei jagt Schmuggelware von Armeevorräten. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. So Cohen. you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. How can you make a cake with those ingredients, huh? Jeez. So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Yeah, Surrettes. Great. Put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey, hey! You don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Ein Telefon direkt am Tisch. Wow. Das ist interessant, was sich da im Hintergrund alles so zusammenbraut und entwickelt, wo Phelps gerade überhaupt gar nichts von mitkriegt. Überall diese ekelhaften Dinger. Hier stehen noch mehr. Ernsthaft?
ist das offensichtlich gewesen, ey. So, und da wären wir. Im geheimen Kameraraum. Oho. Scheiße, das ist der Beweis, den ich gebraucht hätte für das Gespräch eben. So what happened to the film of Hamilton's screen test? Ja, den hat June. Das hat sie doch am Telefon gesagt. Los Diablos. Bishop Pictures, Jungle Drums. Da steht sogar eine Adresse. Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Ich glaube, unsere Ermittlungen gehen vorwärts. I wonder if they saw this, how many budding starlets would still get on the bus to come to Hollywood. Ja, das ist es nämlich.